Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich brauche ein neues Landepad und wenn man sich dann im Netz umschaut, ja, da sieht man dann immer nicht, ob die wirklich gut aussehen und wie die in echt sind. Ein paar Bildchen, das ist immer nicht so das Richtige und deswegen habe ich mir wirklich jetzt einfach mal ein paar Landepads bestellt. Und wer ebenfalls von euch ein Landepad benötigt, den kann ich jetzt einfach mal auf meine Reise mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß, denn hier sind meine Top 5 der Drohnen-Landepads. Hätte man mich vor einigen Wochen gefragt, ob ich ein Landepad bräuchte, hätte ich dieses deutlich verneint, denn bis jetzt hat ein Stück Pappe oder die Fußmatte vom Auto völlig ausgereicht. Aber seitdem ich die DJI Air 2S habe, habe ich mich entschieden, ein Landepad zu kaufen. Mit der ist es mir nämlich jetzt öfter passiert im Gelände, dass sich hier entweder um die Propeller Gras gewickelt hat oder du warst auf einem verstaubten Feldweg und dann war der Sand, der aufgewirbelt wurde, direkt hier vorne an der Linse dran und beim Fliegen hat man das natürlich gesehen, dass auf der Linse ein bisschen Schmutz ist auch nicht so schön. Oder am Strand direkt, dann hast du natürlich den feinen Strandsand, den du dort aufwirbelst. Macht auch keinen Spaß, wenn du das nachher direkt in der Drohne hast. Also gesagt, getan, Landepads bestellt und ich nehme euch jetzt sehr gerne auf meine Reise mit und fange an mit dem Platz 5. Dieses Landepad kommt von der Firma Synova und der Hersteller sagt, es ist ein universelles Drohnenlandepad, entworfen und getestet für die Start- und Landefläche in jeder Umgebung und für alle Drohnen geeignet. Es besteht aus hochwertigem, wasserdichten PVC-Material und ist leicht und schmutzabweisend. Es bietet eine saubere und flache Oberfläche für den reibungslosen Start und natürlich auch der Landung von Drohnen in allen Lagen. Das 50 x 50 cm Pad ist einfach zu falten und man kann es aufgrund der kompakten Größe überall hin mitnehmen. Es hilft dabei, die Heimposition der Drohne leichter zu finden und sie gleichzeitig vor Steinen, Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen zu schützen. Das doppelseitige, zweifarbige Design unterstreicht die Landungsposition an verschiedenen Orten und es gibt es einmal in Grau und natürlich auch in Orange. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Drohnenlandepad und preislich liegt dieses bei ca. 20 €. Kommen wir zum nächsten Landepad und hier habe ich für euch dieses mal rausgesucht. Platz 4 kommt von der Firma Hensisch und ist so ähnlich aufgebaut wie das Synova Pad, nur hier liefert man noch eine Aufbewahrungstasche mit dazu. Es ist ausklappbar und bietet einen wasserdichten und hochpräzisen Druck, der speziell für den Außenbereich gemacht wurde und nicht so schnell verblasst. Die Maße ausgeklappt sind 50 x 50 cm und zusammengeklappt sind das Ganze dann 25 x 17 cm. Auch hier wieder zwei mögliche Farbvariationen, zum einen die orange Seite und zum anderen die blaue Seite. Es besteht aus wasserdichtem PVC-Material, ist wettergeschützt an der Ober- und Unterseite und preislich liegt dieses Landepad bei ca. 25 €. Bis jetzt hatten wir die PVC-Landepads und jetzt kommen wir mal zu den Nylon-Landepads und da ist hier der erste Vertreter dieses Landepad. Hier erhalten wir ein verpacktes 30 cm Durchmesser großes Pad, was auf 80 cm Durchmesser aufgeklappt werden kann. Mit dabei sind die Schutzhülle für das faltbare Landepad und dieses ist ebenfalls durch den Faltmechanismus innerhalb von Sekunden aufgestellt und genauso schnell wieder zusammengebaut. Zwei mögliche Farbvariationen auf der Vorder- und Rückseite sind hier wählbar. Des Weiteren ist dieses Pad auch gut vor Windeinflüssen am Boden verankerbar, um eine sichere und feste Standfläche zu bieten. Gerade für den Nachtflug kann man hier auf gutes Zubehör wie LED-Leuchten und reflektierende Streifen zurückgreifen, die wiederum dabei helfen, den Landeplatz bei Dunkelheit gut und sicher zu machen. Im Lieferumfang enthalten 4 Befestigungshaken, 2 LED-Leuchten, die reflektierenden Streifen, eine Schutzhülle und das Pad zum Preis von ca. 35 €. Es gibt natürlich auch bei den Nylon-Landepads unterschiedliche Varianten und hier kommt mal ein riesengroßes Landepad mit 1,07 m Durchmesser. Der Mantona Drohnenlandeplatz. Dieser wird in einer Schutztasche geliefert und ist innerhalb von Sekunden faltbar und zur Aufstellung bereit. Er besteht aus einem wasserdichten, langlebigen Nylonmaterial, was wiederum mit einem reflektierenden Druck versehen ist. Hier kann man auch sehr große Drohnen starten lassen. Mit 107 cm Durchmesser ist es das größte Landepad, was ich hier vorstelle. Leider sind hier keine Erdhaken zur Befestigung mitgeliefert, was ich persönlich bei einem Preis von ca.
30 € etwas schade finde. Aber wer gerade für große Drohnen eine gute Landemöglichkeit benötigt, kann nochmal in meiner Videobeschreibung nachlesen, denn hier sind alle komplett gezeigten Drohnenlandeplätze noch einmal verlinkt. Zwischendurch gibt es noch eine kleine Sache, die ich mir gekauft habe, denn dies ist ein Tragegurt für die DJI Fernbedienung. Im Verpackungsinhalt gibt es ein Gurt mit Haken und das dazugehörige Verbindungsteil für die Fernsteuerung. Im Prinzip ist es für mich gut, da ich auch mal die Hände frei habe während des Drohnenflugs. Preislich liegt es bei ca. 10 € und ist ein günstiges und nützliches Gadget für meine Dreharbeiten mit Drohnen. Trommelgewirbel, ta 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 ta. Und hier kommt meine Nummer 1 der Landepads, nämlich das, was ich mir kaufe, und das ist das Wishfox Landepad. Und warum? Das gucken wir uns jetzt mal an. Mein Platz 1 ist das Wishfox Landepad. Dieses unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen hier gezeigten Pads, nur ist hier das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach genial gut. Für ca. 13 € bekommt ihr hier ein voll ausgestattetes, gut verarbeitetes Landepad mit allem Zubehör. Es ist in 2 Größen erhältlich und geliefert wird es in der bekannten Schutzhülle mit Reißverschluss. 2 mögliche Ausstellvarianten werden auch hier möglich, zum einen orange und zum anderen blau. Der Lieferumfang besteht aus dem Pad, einer Schutzhülle, 3 sehr großen Befestigungshaken sowie 8 Nachtreflexionsstreifen und einer Bedienungsanleitung, die ich bei allen anderen Pads nicht finden konnte. Es wiegt 184 Gramm, ist leicht auf- und abbaubar und natürlich auch für große und kleinere Drohnen mit seinen 2 Größenvarianten von 1x55 und 1x75 cm nutzbar. Meine Nummer 1, denn es bietet viel Zubehör, eine hohe Qualität zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, sieht gut aus und ist einfach zu transportieren. Wenn ihr Erfahrungen mit den Landepads habt, egal welche, schreibt sie hier einfach direkt in meine Kommentare rein, würde mich interessieren. Ansonsten hinterlasst mir gern ein Like, einen Kommentar bzw. ein Abo. Und ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit meinen Vorschlägen hier von den Landepads. Wenn ja, dann bin ich natürlich oberglücklich. Und ansonsten wünsche ich euch eine entspannte Zeit. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich sage Tschüss, Bye Bye und Winke Winke.